Typen da drin. Ich habe mich extra etwas verkleidet, damit mich der russische und der britische Geheimdienst nicht erkennt. Denn wie Sie deutlich sehen, habe ich vor der Grablegung Breschnews ihm noch die Orden abgenommen. Ich bin in britischer Offiziersuniform in den Kreml eingereist, weil ich auf der General Belgrano Dienst gemacht habe, was die Briten überhaupt nicht spaßig fanden. Deswegen möchte ich jetzt auch einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ich, Holger Schuckey, war während des Zweiten Weltkrieges Adolf Hitlers Schäferhund. Ich habe dem Grafen von Stauffenberg Pfötchen gegeben und aus seiner Aktentasche getragen. Außerdem war ich aktiv am Falklandkrieg beteiligt. Lord Stanley, bei ihrem letzten Besuch auf den Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkälte hielt. Und nun noch eine Meldung vom Sport. Der weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messner brachte seine Frau in die Eiger Nordwand zur Entbindung. Ich war so ein total begeisterter Musiknarr, als Kind schon. Wollte unbedingt Komponist und Dirigent werden, schon so im Alter von 10 Jahren. Und eigentlich hatte ich überhaupt gar keine andere Idee, als dass ich irgendwann mal selber Musik machen würde. Das war für mich, seitdem ich überhaupt zurückdenken kann, klar. Ich habe dann auch Kompositionsunterricht gehabt bei einem tollen Mann, der eigentlich wirklich sein Handwerk sehr gut beherrschte. Aber mir genügte das alles nicht, also deswegen dachte ich, es gibt nur einen Mann, der dich wirklich ausbilden könnte, das war der Stockhausen. Das war damals, war das für mich die Koryphäe, die musikalisch hier was zu bieten hatte. Und der nahm aber nur Schüler, die bereits fertig studiert hatten und irgendwie schon in gewisser Weise arrivierte Komponisten waren. Aber ich war gar nichts. Und deswegen kam ich zu ihm und erzählte ihm meine Geschichte, dass ich überall rausgeflogen wäre und noch nie eine Aufnahmeprüfung bestanden hätte. Und als ich ihm die Geschichte erzählte, sagte er, die Geschichte klingt gut, ich nehme sie. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. My name is Holger Schuckey and I would like to give you a short introduction to a new, old group, over 20 years old, Can. Yes, the band with the ever-pregnant rhythm and sound. Keiner kann eigentlich genau sagen, warum ist das eine Rockgruppe geworden. Meine Interpretation wäre, weil wenn man so Leute zusammenholt und eine zeitgenössische Musik machen will, auf dieser Ebene von Spontanität, dann wird eben sowas draus, dann wird so eine Rockmusik draus. Here we have a new picture, everybody freshly washed. Alle, die da beteiligt waren, das waren Leute, die mit dem, was sie bisher gemacht hatten, nicht mehr zufrieden waren, die gern was Neues machen wollten. Das war damals zur Zeit der Revolution, 68. So, alle hatten neue Ideen, wollten was Neues machen. Und da kamen diese 4 Leute, die eben zusammen aus verschiedenen Richtungen, aus klassische Jazz-Richtung und ja, aus allen musikalischen Richtungen sozusagen. Ist eben halt eine Gruppe, eine der ersten wirklich also ernstzunehmenden, gewichtigen, auch international wahrgenommenen deutschen Rockgruppen gewesen, die eben halt nicht nur entlang gefahren sind, also auf der Linie, die eigentlich mit Rockmusik vorgegeben ist, nämlich den angloamerikanischen Einflüssen, sondern die versucht haben, auch also was Eigenes dagegen zu setzen. A quick flashback to the year 72, Can live.
Ermin hat mit Holger zusammen bei Stockhausen studiert und Michael war Holgers Schüler auf einem Schweizer Internat. Und Jackie wiederum hatte mit Ermin vorher schon mal für irgendwelche Filmmusiken gearbeitet. Und die vier haben dann zusammen Can gegründet. Der Holger hatte eine Sonderrolle, insofern, der war der Einzige, der was von Technik verstand, von Aufnahmetechnik und so weiter. Und der hat das auch am Anfang in die Hand genommen und auch alles aufgenommen für uns. Also er war sozusagen Techniker, Musiker, alles in einem für uns. Das war eigentlich die einzige Sonderstellung, die er hatte innerhalb der Gruppe. Jackie sagte, jeder muss so wenig spielen wie nur möglich. Sich so reduzieren, so stark wie es geht. Also mir hat er dann gesagt, Holger, hör auf, so viele Töne auf dem Bass zu spielen. Es reicht ja, wenn du nur einen spielst. Ich spielte ja deswegen nur Bass, weil der Caroli eben Gitarre spielte, das, was ich eigentlich früher machte. Und ich habe sofort die Gitarre weggelegt und habe gesagt, wenn der das will, also gut, dann spielst du Bass. Hört sowieso keiner drauf. Das war damals meine Vorstellung, die ich heute sehr revidiere, muss ich sagen. Ich glaube, dass die Leute sehr gut auf den Bass hören. Aber sagen wir mal, da bin ich bei geblieben, dass ich gesagt habe, sich anpassen optimal, fast wie in einer Fußballmannschaft, das war das Kernkonzept, sich den Ball zuspielen und eigentlich das Spiel in Gang bringen. Ne? Das war eigentlich, was Ken gemacht hat. Auf Hits haben wir keinen großen Wert gelegt. And a short finishing word to finish off. Wenn man in der Gruppe spielte, dann war das schon echt Stress oftmals. Ne? Das konnte mir schwer auf die Nerven gehen. Und wenn man jetzt alleine arbeitet, dann hat man zunächst mal viel mehr Ruhe. Und außerdem kann ich ja jetzt nur jedes Instrument spielen. Damals durfte ich keine Gitarre spielen, ich durfte nicht ans Keyboard gehen. Jetzt kann ich alles selber spielen und merke erstmal sozusagen, wie mir das irgendwie liegt und so. Ne? Und das ist ganz toll. Ich meine, ich spiele auch lieber alles selber, als dass ich es spielen lasse. Ich heirate ja auch lieber selber, als dass ich heiraten lasse. Also damals mit Can wurden die Sachen ja in der Gruppe erarbeitet. Heute, Holger macht das ja alleine im Prinzip, wo er sich was überlegt, niemanden um Erlaubnis fragt und einfach hingeht und das dann umsetzt. Das heißt, er ist nicht mehr diesem gruppentherapeutischen Prozess unterworfen, sondern heute, würde man sagen, hat der Diktator freien Lauf. Und das war natürlich damals bei 4, eventuell bei sogar 5 Diktatoren halt schwieriger. Und das, glaube ich, ist der große Unterschied. Das ist eben das Can-Studio, das ist ein gewachsener Raum. In diesem Raum ist wirklich Musik gemacht worden, da ist auch echte Musik gekämpft worden. Und das strahlt der Raum auch aus. Sender so zahlreich wie Sand am Meer, funken hinter unserer Seele her. Im normalen Studio hat man einen Aufnahmeraum, in dem also die Band oder das Orchester spielt. Und dann gibt es einen Abhörraum, der getrennt ist
von dem Aufnahmeraum, sodass man genau hört, wie das Ganze klingt. Und genau das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben auf diese sogenannte Trennwand oder Glaswand, auf die haben wir verzichtet, damit wir sofort, kam vielmehr auf diese Idee, dass die Technik mitten im Raum steht und das Ganze ist wie eine Bar. Und drumherum sitzen die Kunden und trinken ihr Bier so, und können sofort mit dem Wirt sprechen. So kam ich mir also auch vor, dass jeder sofort mit mir reden konnte. Die Kommunikationswege waren ganz kurz und waren direkt. Ich konnte auch meinen Platz ganz schnell verlassen und da irgendwie Hilfestellung leisten oder sowas. Und das hat schon, würde ich sagen, das sehe ich eigentlich als sehr modern an. Denn heute kommt man auf diese Art der Konzeption jetzt zurück. Also das bestand die Absicht, dass Can ein Video machen sollte für einen Titel, den die Fisherman's Friends ganz kommerziell abgemischt haben. Wir waren aber alle der Meinung, dass die Gruppe zu alt war, damit sie überhaupt ins Bild kann, und kamen also auf einen Trickfilm. Und wir wollten das erst richtig mit Trickfilmleuten machen, mit Trickfilmkamera. Und dann hat sich die Uschi ein Limit gesetzt und hat gesagt, ich werde jetzt mal zeichnen, jedes Bild 60 Sekunden. Dann hat sie das gemacht und wir haben eine Probeaufnahme hier mitgemacht und festgestellt, dass wir mit unseren Mitteln und mit unserer Art durchaus in der Lage wären, ein Trickfilmvideo herzustellen. Ja, was ich ganz toll bei dir natürlich auch finde, das ist, wie du mit Musik umgehst und Bild. Weil du hast ein unheimlich gutes Timinggefühl. Und das liegt natürlich an deiner langen Schnitttechnikerfahrung, ja, Banderfahrung Also im wenn dieser Prinzip bei Trickfilm, der Musik, ja. Wenn dieser Trickfilm was hat, dann ist es wirklich der Rhythmus. Weil darauf lege ich großen Wert, ist, dass der Rhythmus so angelegt wird auf das Bild, dass das Auge rhythmisch mithört. Oh. Ich bin der Meinung, dass das Video sowas ist wie ein Zwei-Komponenten-Kleber zwischen Bild und Ton. So stelle ich mir das vor. Man muss also, die Bilder sind erstmal, haben die einen rhythmischen Ablauf und sie vermitteln auch eine bestimmte Stimmung. Dass sie große Storys oder was erzählen, das ist mir nicht so wichtig. Es ist mir viel wichtiger, dass bei Video ist die Logik nicht so wichtig, als wie zum Beispiel Farbe und Rhythmus. I get weird dreams all the time. I got strange creatures running around in my mind. They got 3 eyes, 4 legs, 6 feet, and walking through an empty street and screaming in my ear all the time. I'm genetically advanced. I got microbes inside my pants. I got no malaria. I got good bacteria. And I'll live till 105 if you give me a chance. Mal so ganz langsam dich mal drehen. Oder irgendwas machen.
Was ich gerne habe, ist, dass ich in Situationen gerate, die sofort eine unfreiwillige Komik erzeugen. Das habe ich gern. Dann gucke ich nach, zum Beispiel Fernsehbilder, ob ich die zeichnerisch oder sonst irgendwie zur Verwertung, zum Beispiel Nachrichtenbilder zum Beispiel, ob ich die verwerten kann. Und ich überlege mir eigentlich ganz unkonventionell, welche Bilder auf irgendeine Weise nacheinander einen Sinn machen, zumindest zu meiner Musik. Also nachdem ich dann Der Osten ist rot, die chinesische Nationalhymne neu komponiert hatte und auf Platte veröffentlicht hatte, erlaubte ich mir, an die bayerische Staatsregierung einen Brief zu schreiben. Und zwar: Sehr geehrte Herren, Damen und Herren, als Privatsymphoniker befasse ich mich zurzeit mit den Nationalhymnen von Zwergstaaten. Leider konnte ich die Bayernhymne nicht ausfindig machen. Würden Sie so freundlich sein und mir Unterlagen darüber zukommen lassen? Notfalls würde es mir aber auch genügen, wenn Sie das Lied auf beiliegender Lehrkassette singen würden. Mit freundlichem Gruß. Und es dauerte gut und gerne 2 Monate. Denn die Bayernbehörde wusste offensichtlich nicht, ob sie einen Verrückten vor sich hatten oder einen ernstzunehmenden Privatsymphoniker. Und deswegen schrieben sie mir dann zurück, sie wären ja ganz begeistert davon, dass ich Interesse an der Bayernhymne hätte, aber zutiefst darüber betroffen, dass ich Bayern als einen Zwergstaat ansehe. Den Schuh haben sie sich aber selber angezogen, den Zwergstaat. Und deswegen entschuldigte ich mich gleich in einem nächsten Schreiben, dass sie der Meinung sein konnten, ich hätte Zwergstaat gemeint. Ich hätte aber vielmehr Bergstaat gemeint. Und anbei würde ich Ihnen schon mal meine Ausarbeitung der chinesischen Nationalhymne zukommen lassen. Eine Schallplatte ist für Sie ganz persönlich, die andere für Ihre liebe Kanzlei. Mit freundlichem Zwerg, Ihr Holger Schuckey. Der Holger ist eine Ausnahmegestalt in der gesamten Musikszene. Also sowohl in der Pop-, Rock- und in der gesamten Musikszene ist er einer der wenigen Originale, würde ich mal sagen. Der nicht angepasst arbeitet, der nicht das Bestreben hat, sich möglichst anzupassen, sondern der versucht, seine ganz eigenen Wege zu gehen, was ihm auch gelungen ist bisher, denke ich. Ja, Holger ist nicht ein Mensch, der in musikalischen Kategorien denkt, vordergründig. Holger denkt in Atmosphären, er denkt in Bildern, er denkt in Situationen und versucht dann die Musik dazu, ich sag mal, zu erfinden. Er ist ja auch ein Zerstörer, wenn man es anhört. Er findet mal eine wunderschöne Linie. Du denkst, jetzt kommt endlich mal ein Song raus. Nee, Holgi geht hin und macht Boing. Und zerschmettert das wieder, weil das ist einfach sein Naturell. Er nimmt zwar die Zufälle, baut sie aber für sich ein und macht aus den Zufällen quasi ein Ding, was für mich total durchdacht ist. Das merkt man, wenn man seine Platten hört, da ist nichts dem Zufall überlassen. Das ist zwar alles irgendwie Kurzwelle, Langwelle oder was, aber das kann man merken zum Beispiel an dem Titel Persian Love. Da merkt man das ganz deutlich. Das sind 2 Stimmen, die sind dann irgendwie zusammengeführt worden, ein Mann und eine Frau, die wahrscheinlich nie was miteinander zu tun hatten, die irgendwie auf Kurz- oder Langwelle sich plötzlich irgendwo in den Sphären getroffen haben und plötzlich zu einer Einheit werden, wo wiederum nichts dem Zufall überlassen ist. Es stimmt nämlich für mich alles harmonisch ganz genau und das kommt genau auf Punkt, wie es sein muss. Finde ich übrigens, ist eine meiner Lieblingsnummern, Persian Love, also ist ganz fantastisch.
Was weißt du denn über Mozart? Wegen dem ist der Wettbewerb, wo ich spielen muss. Ist das alles? Hm. Nun, was weißt du denn über die Töne? Töne? Ja, die Töne. Das klingt bestimmt chinesisch. Bei Krieg der Töne war es so, eines Tages rief bei mir ein Filmregisseur an und sagte, er hätte meine Musik zu einem Film genommen. Und er würde mir den Film mal gerne vorspielen. Dann habe ich mir den angesehen. Also schon der Titel war so, dass ich normalerweise gesagt hätte, um Gottes Willen, Hausbesetzerszene in Berlin. Also nichts interessiert mich weniger als das. Und dann sah ich mir das an und dann sagte er, hör mal, ist ja toll, dass du meine Musik genommen hast. Also ich selber habe ja auch schon so ein bisschen mal so vor der Kamera und so weiter. Dann habe ich ihm mal meine Videos gezeigt, dass ich also auch so ein bisschen Kameraerfahrung hätte. Hat er sich angesehen und dann sagt er, naja, Talent hast du. Und er wollte jetzt einen Film machen. Und da wollte er mir eine Nebenrolle geben. Das dauerte ein halbes Jahr, dann hatte ich die Hauptrolle zusammen mit der kleinen Angela Smecker. Und das fand ich deswegen so interessant, weil hier nicht klassisch nach der Filmmusik gegangen worden ist, sodass er also einen Film gemacht hat. Und dann musste ich sozusagen die Musik dazu erfinden, weil da irgendwie irgendwas gebraucht wird, damit da ein bisschen Spannung entsteht. Sondern das Ganze war eigentlich mehr, dass sich der ganze Film um die Musik herum aufgebaut hat. Das fand ich gut. Mach das nochmal. Jetzt nochmal. Diese Tüftelei, das liegt nur daran, dass man natürlich möglichst alles selber machen will. Also ich bin einfach neugierig, so wie ein Tier neugierig sein kann und versuche da alles ranzukommen. Also selbst als kleines Kind, direkt nach dem Krieg, hatte ich also schon 2 Volksempfänger und 2 deutsche Kleinempfänger und mit dem roten Rücklicht und alles schon. Irgendwie hatte ich schon immer von Anfang an auch diese Vision von einem Studio gehabt, was ich mal eines Tages bei mir zu Hause haben würde. So ist es auch gekommen. Nun, früher ging das alles noch mit Analogmaschinen. Da habe ich diese ganze Technik gelernt. Und jetzt haben wir hier natürlich diesen kleinen, ominösen blauen Kasten, der eigentlich das ganze Studio zu einem Museum werden lässt. Denn jetzt kann ich das natürlich alles digital machen und sehr schnell, was früher also viel Mühe und langes Stehen und Arbeiten gekostet hat, das geht eigentlich jetzt ganz bequem im Sitzen. Und ohne dass ich auch noch die Bänder auseinanderschneiden muss, so ordne ich hier eigentlich nur noch Zahlen. Und die Möglichkeiten, dass man sehr schnell verschiedene Mischungen miteinander überblenden kann, das geht hier natürlich ausgesprochen schnell,
Das war also viel aufwendiger noch mit der alten Technik. Was hier aber daran gut ist an der alten, die Digitaltechnik erzeugt immer einen kalten, sehr scharfen und sehr präzisen Sound. Die Röhrentechnik mildert das ab und bringt ihm nochmal eine gewisse Wärme. Deswegen ist diese Kombination der beiden ausgesprochen günstig für meine Arbeit. Ich selber sehe mich als Doktor, nämlich Dr. Frankenstein des digitalen Zeitalters. Das bin ich. Und zwar, alles, was ich eigentlich tue, läuft nach der Methode eines siegreichen Eroberers, so wie die Römer das gemacht haben. Die haben erst mal ein Land erobert und dann haben sie gesagt, teile und herrsche. Das ist eigentlich meine Technik. Ich gehe hin und schneide alles auseinander und teile praktisch Dinge und verpasse ihnen einen Anfang und ein Ende. Und mit diesen abgeteilten Dingen herrsche ich, musikalisch wie auch im Bild. Und daraus baue ich eigentlich die Sachen zusammen. Ich finde Holgers Skurrilität, wenn er damit ganz naiv umgeht, spontan, ganz wunderbar. Wenn er daraus versucht, eine Kunstform zu machen, finde ich es nicht so gut. Ganz einfach. Das da entgeht mir, da finde ich es auch nicht so witzig, weil ich finde, Komiker ist ein Beruf. Komisch sein kann bei Holger ganz bezaubernd sein, wenn er es ganz plötzlich in seiner bizarren Art einfach so ist, wie er ist, spontan. Da fällt mir assoziativ etwas ein. Er erinnert mich nämlich an den Kantor in meiner Kirche. Und das muss etwas zu tun haben mit einem bestimmten Gestus, einer Körperhaltung beim Gehen. Also wenn ich ihn nach Hause gehen sehe, er wohnt ein paar Straßen also von meiner Wohnung entfernt, zum Beispiel eine Kuchentüte tragend, dann sieht er so aus, gehend wie mein Kantor, eine gewisse Weltverlorenheit, eine Konzentration nach innen, so als hörten beide, der Kantor und er, in sich hinein, immer beschäftigt mit einer permanent stattfindenden Musik, die auf dem Weg über den Rudolfplatz vielleicht durchaus mitgemacht wird von den kreischenden Straßenbahnen, die er dann in irgendeinem seiner Tonbandschnipsel auch wiederfinden wird und einarbeiten wird in etwas, was dann darüber hinausgeht und die Straßenbahn als Straßenbahn vergessen lässt. Also er ist für mich eine Art von Generalmusikdirektor. Na, wen haben wir denn heute wieder aufs Kreuz gelegt, damit ich... Ende 60, Anfang 70 habe ich Holger kennengelernt durch seine Freunde, durch Jackie Liebezeit und die anderen Musiker. Wir verstanden uns gut, vor allen Dingen. Wir hatten beide die gleichen skurrilen Gedanken. Die Dinge kamen immer rein zufällig. Da wir uns aber jeden Tag gesehen haben, ging uns auch der Stoff nie aus. Wir hatten über viele Dinge gequatscht. Ein paar sind realisiert worden. Holger ist ein internationaler Musiker, den man in jedem Land kennt.
war mit ihm in Spanien, die kannten ihn. In England war er zweimal Musiker des Jahres, in Japan Mann des Jahres. Aus Australien kriegt er Post. Sie kennen ihn überall. Aber es sind immer nur kleine Fangemeinden. Aber alle zusammen sind viel. Der Gandhi, mein Artdirektor, erzählte mir, weil er das gerade so gesehen hatte, zu Ostern, hat gesagt, Holger, du musst mit dem Papst eine Platte machen, ganz wichtig. Der Mann sieht nicht nur gut aus, der singt auch gut und hat auch ein gutes Rhythmusgefühl. Also ich sah mir das an, dachte, das stimmt wirklich. Und das Einzige, was dem Mann fehlt, ist eine gute Band. Und da kann ich ihm helfen. Und meine Plattenfirma war also davon so begeistert, dass ich denen gesagt habe, also passt auf, ihr müsst mir wenigstens, wo ich ihn schon zum Popstar mache, wenigstens eine Privataudienz abliefern. Und dann haben die in Rom vorgefragt. Und dann haben die gesagt, den Schukai, den empfangen wir. Der lügt auch. Recepti salutarius momenti. Recepti salutarius momenti. Hominum de precem. Recepti salutarius momenti. Hominum de precem. Die Jesus seinen Jüngern gesagt hat, so sollt ihr beten, wenn ihr betet. Easter, in the joy of Jesus Christ, the Lord of the Redeemer of the world. Die Espressione tedesca, frohe und gesegnete Ostern, der Friede des Auferstandenen seid mit euch. Der Humor, der mir am meisten zusagt, das ist eigentlich ein schwarzer Humor. Also mein größtes Vorbild in dieser Richtung ist eindeutig W.C. Fields. Als ich den zum ersten Mal gesehen hatte, habe ich den überhaupt nicht verstanden. Aber ich fand seine Gehässigkeit so wunderbar. Und wie soll ich das sagen? Eigentlich möchte ich keinem Menschen wehtun. Das liegt mir überhaupt nicht. Das ist eigentlich gar nicht meine Art. Ich bin ja auch kein Typ, der politisch denkt. Es bietet sich manchmal einfach so an. Ich kann das gar nicht anders nennen. Mir kommt das einfach so in den Sinn. Und naja, dann bin ich an den Spott auch nicht verlegen. Also wenn der Mensch normalerweise heiratet, da habe ich alleine gelebt. Also bei mir war das merkwürdig. Mir stand die Musik näher als die Frauen. Und weil ich lange nicht die richtige gefunden habe, dann habe ich mir gesagt, na gut, dann ist das auch gut so wie es ist. Und war mit mir und der Welt vollkommen zufrieden. Und heute sehe ich, also ich habe ja erst geheiratet, als ich 51 Jahre alt war. Und ich glaube, ich habe die richtige Frau bekommen. Da hat man eben 51 Jahre warten müssen. Ich fand das auch in Ordnung. Und finde, dass wir gut zusammenpassen und bin sehr glücklich und Gott dankbar, dass sie überhaupt gekommen ist. Aber eine große Umstellung war das. Das kann ich verstehen. Ich finde, dass er in seinem Alter unheimlich viel gewonnen hat. Also er ist ein ganz interessantes Objekt für mich. Einfach der Schukai. Das ist was ganz anderes, als wenn ich meinen Mann privat sehe.
Er ist eben ein Künstler, der vor der Kamera unheimlich stark gewachsen ist. Vor 10 Jahren, wenn ich da Fotos sehe oder ich sehe Videoaufnahmen, da ist nichts. Also für mich nichts. Und heute ist er ein Typ. Looking through a photograph, giving everybody fun, facing the locality, images melt into one. Fun is the key to your health, turning pictures to your heart, facing the locality, images melt into one. Im Grunde genommen das Wichtigste ist für mich Glück. Ja, die Frage, also das ist eine philosophische Frage. Ich frage mich immer, wieso mache ich das alles? Alles, was ich mache, warum eigentlich? Und ich habe festgestellt, dass für mich, sagen wir mal, das mein größtes Lebensglück ist, viel weniger Geld. Geld bedeutet mir nicht so viel und das macht mich auch nicht so glücklich, ganz einfach. Also habe ich nicht so ein Augenmerk darauf, wie vielleicht andere Leute. Und das ist die Frage nach dem Lebensglück, was das für einen Sinn macht oder weswegen ich so meine Nase in diese Richtung setze, damit ich der auch hinterherlaufen kann. And there are you, a mirror reflection, and I don't know, I'm smiling, frozen to the bone, older than a stone, waves and water getting calm, images melt into one. Holger Schuckay war für mich immer eine Kreuzung zwischen Professor Wirrwarr, der Erfinder des Schneeballsystems, und Dr. Mabuse. God gave Holger the tape machine and the devil gave him a pair of scissors. Manchmal erscheint Holger auf geradezu reformatorischer Besessenheit, ja, so pastoraler Besessenheit, so als Ideologe. Was ihn rettet davor, ein wirklicher Ideologe zu sein, ist, glaube ich, dass er jeden Tag eine andere Ideologie mit der gleichen Besessenheit vertreten kann. Der Holger ist ein Auto. Ein Auto hat ja 4 Räder. Und jetzt passiert einem im Leben mal Folgendes. Die 4 Räder verschwinden irgendwo. Und man stellt fest, man fährt trotzdem. Und das ist Holger Schuckay. Und das ist ja das Geniale. Liebe ist für mich eine göttliche Kraft. Also ohne Liebe könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich Musik machen könnte. Es ist etwas, was durch einen durchgeht und von irgendwo etwas Höheres ist, was durch mich hindurchgeht, wofür ich eigentlich gar nichts kann. Das ist für mich Liebe, das ist auch letzten Endes für mich das, was meinen Motor am Laufen hält. Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt.